Hallo, willkommen bei Deutsch mit Stories. Ich heiße Ann. Ich bin neu in Deutschland und lerne Deutsch. In diesem Video lernst du Deutsch mit mir. Lass uns jetzt anfangen. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen im Student Service Center. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin neu an der Universität. Sehr schön. Sind Sie heute wegen der Immatrikulation hier? Ja, genau. Dann sind Sie hier richtig. Haben Sie Ihren Zulassungsbescheid dabei? Ja, hier ist er. Sehr gut. Das ist Ihr Offer Letter. Ja, ich habe lange darauf gewartet. Das glaube ich. Der Zulassungsbescheid ist sehr wichtig. Aber jetzt bin ich noch nicht richtig Studentin, oder? Genau. Der Zulassungsbescheid bedeutet nur, dass die Universität Ihnen einen Studienplatz anbietet. Also darf ich studieren, aber ich bin noch keine Studentin? Richtig. Erst mit der Immatrikulation werden Sie Studentin. Ah, das ist ein Unterschied. Ja, ein sehr wichtiger Unterschied. Was bedeutet Immatrikulation genau? Immatrikulation bedeutet, dass Sie offiziell als Studentin an der Universität registriert sind. Also bin ich danach wirklich eingeschrieben? Ja, danach haben Sie den Status Studentin. Und ohne Immatrikulation? Ohne Immatrikulation sind Sie kein aktiver Student. Auch wenn ich ein Offer Letter habe? Ja, auch dann. Das ist gut zu wissen. Viele neue Studierende wissen das nicht. Was brauche ich für die Immatrikulation? Wir brauchen Ihren Zulassungsbescheid, Ihren Reisepass, den Nachweis der Krankenversicherung und den Zahlungsnachweis des Semesterbeitrags. Ich habe alles dabei. Sehr gut. Dann prüfen wir das gemeinsam. Okay. Ihr Reisepass ist gültig, der Semesterbeitrag ist bezahlt und die Krankenversicherung ist auch vorhanden. Super. Dann können wir Sie jetzt immatrikulieren. Was passiert jetzt? Ich trage Ihre Daten ins System ein. Und dann? Dann bekommen Sie den offiziellen Studentenstatus. Heißt das, ich bin dann wirklich Studentin? Ja, ab diesem Moment. Das fühlt sich wichtig an. Das ist es auch. Bekomme ich dafür ein Dokument? Ja, Sie bekommen die Immatrikulationsbescheinigung. Ist das wichtiger als der Offer Letter? Ja, viel wichtiger. Warum? Weil die Immatrikulationsbescheinigung zeigt, dass Sie aktuell an dieser Universität studieren. Und der Offer Letter? Der Offer Letter zeigt nur, dass Sie anfangen dürften. Ah, ich verstehe. Behörden akzeptieren meistens nur die Immatrikulationsbescheinigung. Welche Behörden? Zum Beispiel die Ausländerbehörde, die Krankenkasse, die Bank und manchmal auch der Vermieter. Also brauche ich dieses Dokument oft. Ja,
Sehr oft. Wie lange ist die Immatrikulationsbescheinigung gültig? Immer nur für ein Semester. Was ist ein Semester? Ein Semester ist ein Studienzeitraum von etwa 6 Monaten. Und danach? Danach müssen Sie sich zurückmelden. Was bedeutet zurückmelden? Sie sagen der Universität, dass Sie weiter studieren. Wie mache ich das? Sie zahlen wieder den Semesterbeitrag. Und dann? Dann bekommen Sie eine neue Immatrikulationsbescheinigung. Jedes Semester eine neue? Genau. Was passiert, wenn ich mich nicht zurückmelde? Dann verlieren Sie den Studentenstatus. Das klingt gefährlich. Ja, das kann Probleme machen. Zum Beispiel, es kann Probleme mit dem Aufenthaltstitel, mit der Krankenversicherung und mit Prüfungen geben. Okay, das merke ich mir. Sehr gut. Was ist ein Urlaubssemester? Ein Urlaubssemester ist eine Pause vom Studium. Bin ich dann noch Studentin? Ja, aber nicht aktiv. Was bedeutet nicht aktiv? Das bedeutet, dass Sie keine Kurse besuchen und keine Prüfungen schreiben. Aber ich bleibe an der Uni? Ja, administrativ bleiben Sie an der Universität. Und die Immatrikulationsbescheinigung? Sie zeigt dann, dass Sie im Urlaubssemester sind. Ah, also ist der Status wichtig. Sehr wichtig. Und jetzt bin ich aktiv? Ja, Sie sind im aktiven Semester. Das ist gut. Sehr gut sogar. Bekomme ich auch einen Studentenausweis? Ja, nach der Immatrikulation. Wofür brauche ich den? Sie brauchen ihn für die Bibliothek, für die Mensa, für Gebäude und für Ermäßigungen. Okay, Zusammengefasst bedeutet das, der Offer Letter zeigt, dass Sie einen Studienplatz bekommen haben, die Immatrikulation bedeutet, dass Sie Studentin sind, und die Immatrikulationsbescheinigung ist der offizielle Nachweis dafür. jetzt ist es klar. Das freut mich. Dann bin ich jetzt wirklich Studentin? Ja, willkommen an der Universität. Danke schön. Viel Erfolg für Ihr Studium. Danke. Ich freue mich sehr. Hey, hallo. Du siehst ein bisschen müde aus. Warst du beim Student Service Center? Ja, ich war gerade dort. Ah, dann hattest du bestimmt viel Papierkram. Ja, sehr viel Information auf einmal. Das kenne ich gut. Am Anfang fühlt sich alles kompliziert an. Ja, genau so fühle ich mich gerade. Keine Sorge. Nach ein paar Tagen wird alles klarer. Ich hoffe es. Darf ich fragen, welches Semester du bist? Ich bin im ersten Semester. Willkommen an der Uni. Ich bin im 5. Semester. Oh, dann hast du schon viel Erfahrung. Ein bisschen, ja. Vor allem mit dem ganzen Uni-Alltag. Das ist gut.
denn ich habe noch viele Fragen. Frag ruhig. Ich helfe gern. Ich habe heute viele Dokumente bekommen. Jetzt frage ich mich, was ich im Alltag wirklich brauche. Gute Frage. Im Alltag brauchst du vor allem 3 Dinge: Welche? deinen Studentenausweis, deine Uni-Mail und dein Login für die Unisysteme. Also sollte ich alles immer dabei haben? Den Ausweis ja, den brauchst du oft. Zum Beispiel? Für die Mensa, für die Bibliothek und manchmal für Gebäude. Ah, okay. Die Uni-Mail brauchst du nicht physisch, aber du musst sie jeden Tag lesen. Ist das wirklich so wichtig? Ja, sehr. Professoren schreiben nur an die Uni-Mail. Also nicht an private E-Mails. Genau. Wenn du eine Mail verpasst, kann das Probleme machen. Zum Beispiel? Du könntest wichtige Infos über Kurse oder Termine verpassen. Das klingt stressig. Am Anfang ja, aber später wird es normal. Und die Uni-Logins? Mit dem Login kannst du fast alles machen: Kurse sehen, Dokumente herunterladen und später Prüfungen anmelden. Also ohne Login geht nichts. Genau, Ich habe ein bisschen Angst, etwas falsch zu machen. das ist normal. Aber Fehler am Anfang sind kein Problem, Warum nicht? weil alle neu sind. Niemand erwartet Perfektion. Das beruhigt mich. Wichtig ist nur, dass du Fristen ernst nimmst. Fristen? Ja, Termine für Rückmeldung, Kursanmeldung und später Prüfungen. Okay, ich werde darauf achten. Hast du schon einen Ordner für Unidokumente? Ja, ich habe heute einen gekauft. Sehr gut. Sammle dort alles. Digital oder Papier? Beides ist gut. Papier für Behörden, digital für dich. Das klingt sinnvoll. Noch ein Tipp: Frag ältere Studierende. So wie dich? Genau. Wir haben das alles schon erlebt. Das hilft wirklich. Außerdem gibt es oft WhatsApp- oder Telegram-Gruppen für Erstsemester. Oh, das wusste ich nicht. Dort teilen Studierende Infos, Termine und Erfahrungen. Das klingt hilfreich. Ja, aber man sollte Infos immer prüfen. Warum? Manchmal stimmen Gerüchte nicht. Okay, dann lieber doppelt checken. Genau. Wie war dein erster Eindruck von der Uni? Sehr groß und ein bisschen überwältigend. Das ist normal. Nach 2 Wochen kennst du die wichtigsten Orte. Ich freue mich darauf. Und noch etwas Wichtiges: Was denn? Sei geduldig mit dir selbst. Das ist schwer. Ja, aber sehr wichtig. Neues Land, neue Sprache, neue Uni. Stimmt. Du machst das gut. Du bist hier, du fragst nach und du lernst. Danke, das tut gut zu hören. Kein Problem.
Wir waren alle mal in deiner Situation. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Ich auch. Wenn du willst, können wir uns wieder treffen. Gerne. Das wäre schön. Dann können wir auch über Kurse und Lernen sprechen. Ja, das brauche ich bestimmt. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Danke für deine Zeit. Gern. Willkommen im Studentenleben. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen im International Office. Danke, ich bin internationale Studentin und habe Fragen. Sehr gern, dafür sind wir da. Ich bin seit heute immatrikuliert und möchte wissen, was das genau bedeutet. Sehr gut, dann erkläre ich es Ihnen ruhig und Schritt für Schritt. Danke, das hilft mir sehr. Die Immatrikulation bedeutet, dass Sie offiziell Studentin sind und ein aktives Studium haben. Also bin ich jetzt wirklich Studentin, nicht nur angenommen. Genau, der Zulassungsbescheid ist nur die Zusage, die Immatrikulation ist der Start. Warum ist die Immatrikulationsbescheinigung so wichtig? Weil viele Stellen nur dieses Dokument akzeptieren. Zum Beispiel welche Stellen? Zum Beispiel die Bank, die Krankenversicherung und die Ausländerbehörde. Ich habe schon ein Bankkonto eröffnet. Dann wird die Bank jedes Semester eine aktuelle Bescheinigung verlangen. Also nicht nur einmal. Genau, jedes Semester neu. Und die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung braucht die Bescheinigung, um zu sehen, dass Sie Studentin sind. Was passiert, wenn ich keine neue Bescheinigung abgebe? Dann kann es Probleme geben, zum Beispiel höhere Beiträge. Das ist nicht gut. Nein, deshalb ist es sehr wichtig. Und die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde braucht die Immatrikulationsbescheinigung für die Aufenthaltserlaubnis. Also für die Verlängerung meines Visums. Genau, ohne gültige Immatrikulation keine Verlängerung. Das klingt sehr ernst. Ja, das ist sehr wichtig für internationale Studierende. Gilt das auch für Arbeit? Ja, auch für Arbeit. Wie meinen Sie das? Für Werkstudentenjobs oder Praktika brauchen Sie den Nachweis, dass Sie Studentin sind. Also muss ich die Bescheinigung beim Arbeitgeber zeigen. Ja, viele Arbeitgeber verlangen das. Auch für Praktika an der Universität. Genau, ohne Immatrikulation kein offizielles Praktikum. Ich verstehe jetzt, warum alle sagen, das Dokument ist wichtig. Ja, es ist eines der wichtigsten Dokumente für Studierende. Was passiert, wenn ich den Semesterbeitrag nicht zahle? Dann sind Sie nicht mehr aktiv immatrikuliert. Was bedeutet das? Das bedeutet, Sie verlieren den Studentenstatus. Dann bin ich keine Studentin mehr. Genau, und das hat viele Folgen. Zum Beispiel welche Folgen?
Kein Studium, keine Prüfungen, keine Arbeit als Werkstudentin. Und die Ausländerbehörde. Ja, auch Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis. Das macht mir ein bisschen Angst. Keine Sorge, wenn Sie die Fristen einhalten, gibt es kein Problem. Was ist eine Frist? Ein bestimmtes Datum, bis wann Sie zahlen oder etwas einreichen müssen. Wo sehe ich diese Fristen? Im Studierendenportal und in Ihrer Uni-E-Mail. Also muss ich meine E-Mails immer lesen. Ja, sehr wichtig. Was ist ein Urlaubssemester? Ein Urlaubssemester ist eine Pause vom Studium. Bin ich dann noch Studentin? Ja, aber mit eingeschränktem Status. Was heißt eingeschränkt? Sie besuchen keine Kurse und schreiben keine Prüfungen. Darf ich arbeiten? Das hängt von der Ausländerbehörde ab. Also ist das nicht immer erlaubt. Genau, deshalb immer vorher fragen. Brauche ich im Urlaubssemester auch eine Bescheinigung? Ja, aber sie zeigt, dass Sie im Urlaubssemester sind. Ist das schlecht? Nein, wenn es einen guten Grund gibt, ist es in Ordnung. Zum Beispiel Krankheit. Ja, oder familiäre Gründe. Kann ich einfach ein Urlaubssemester nehmen? Nein, Sie müssen einen Antrag stellen. Wo mache ich das? Über das Studierendenportal. Und wenn ich wieder studieren möchte? Dann melden Sie sich für das nächste Semester zurück. Also wieder Semesterbeitrag zahlen. Genau. Was ist ein aktives Semester? Ein aktives Semester ist ein normales Semester mit Kursen und Prüfungen. Das ist das, was ich jetzt habe. Ja, genau. Muss ich die Immatrikulationsbescheinigung immer ausdrucken? Es ist gut, eine Kopie zu haben. Und digital speichern. Ja, sehr gut. Wie lange ist eine Bescheinigung gültig? Nur für ein Semester. Also brauche ich jedes Semester eine neue. Ja, das ist sehr wichtig. Was passiert, wenn ich sie vergesse einzureichen? Dann kann es Probleme mit Behörden oder Arbeitgebern geben. Okay, das merke ich mir. Sehr gut. Gibt es noch etwas Wichtiges für internationale Studierende? Ja, informieren Sie uns immer, wenn sich etwas ändert. Was kann sich ändern? Adresse, Studiengang oder Aufenthaltsstatus. Das ist viel Verantwortung. Ja, aber Sie schaffen das. Danke, dass Sie alles so einfach erklären. Sehr gern. Jetzt verstehe ich, wie wichtig die Immatrikulation wirklich ist. Das freut mich. Ich werde gut auf meine Bescheinigungen achten. Das ist sehr gut. Dann habe ich heute viel gelernt. Das war ein guter Tag. Danke für Ihre Zeit. Gern geschehen. Viel Erfolg für Ihr Studium. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Great job! You're one step closer to German fluency. If this video helped you, subscribe, hit the like button and comment for daily German stories. Thank you for watching. See you in the next video.